diesem riesigen Projekt dann nach vielen Jahren fand der Erstflug 2002 statt im Dezember, aber schon im Januar darauf gab es einen technisch bedingten einen schweren Landeunfall mit schweren Schäden an der ersten Maschine, sodass wiedergebaut werden musste. Und die Maschine konnte dann fast 2 Jahre später, in 2004, wieder fliegen. Well, you can imagine how long it took to do that, and it wasn't until 9 years later in 2002 that the first of the new build aircraft flew for the first time. The second of the new build aircraft being for the Messerschmitt Stiftung, that's the heritage flight supported by the Airbus Group. Und diese spezielle Maschine, der zweite Nachbau, hatte dann seinen Erstflug 2005 in Seattle, wurde dann nach Deutschland verschifft und hatte in Manching im April 2006 den deutschen Erstflug. The second new build machine first flew, as I said, 2005 in Seattle, before it was taken apart and shipped here to Germany, put back together at Stiftung Messerschmitt's home base at Manching, where it first flew in April of 2006. Beim Nachbau dieser Maschine wurde eine schier unglaubliche Liebe zum Detail an den Tag gelegt. Es ist so, Sie sehen, dass die Triebwerke sich quasi in Gondeln an den Flügeln befinden. And an intruder aircraft has been spotted, in this case a PC-9, and immediately the camp have reacted to that aircraft. They're closing on it to escort it out of the area. Die beiden Eurofighter werden jetzt auf die PC-9 aufschließen. Das vordere Flugzeug wird sich direkt neben die PC-9 setzen. Zur Identifikation und zur Kommunikation, wirkliche Kommunikation mit Handsignalen mit dem Piloten, während der zweite Eurofighter etwas zurückbleibt, um die ganze Operation von hinten zu sichern. You can see immediately the two Typhoons have taken position, eyeball to identify the target and to communicate with the pilot of the intruding aircraft with hand signals. The second Typhoon dropping back to cover his leader, but also to make sure that the intruder aircraft doesn't try anything funny. Und über uns sehen wir jetzt die beiden ECR-Tornado, die ihre Warteschleife bezogen haben. Die ECR-Tornado werden die ganze Zeit während der Operation bei uns bleiben, um den Einsatzraum am Boden mit elektronischer Kampfführung zu sichern. Running across the area, the ECR versions of the Tornadoes, very powerful electronic warfare aircraft these, jamming enemy radars, making sure that there are no operating air defense systems in the area. Und nach den ECR-Tornado die beiden IDS-Tornado in der Jagdbomberrolle, die ebenfalls ihre Warteschleife bezogen haben und in Kürze damit beginnen werden. That's the job of the next group incoming. Und wir sehen jetzt perfekt die Formation über uns. Die PC-9 Pilatus wird von den beiden Eurofighter-Kampfflugzeugen aus dem Übungsgebiet geleitet. The Typhoons overhead are escorting our PC-9 out of the area. Coming in from straight ahead, two EC-665 Tiger attack helicopters escorting the Navy's Sea Lynx. Ja, und aus Süden nähert sich jetzt eine Hubschraubergruppe mit 2 Tiger und einem Sea Lynx. Diese Tiger sind ebenfalls dazu da, den Luftraum zu sichern, um das Einsatzgebiet am Boden aus der Luft zu sichern. With the fighters above establishing a bubble of controlled airspace, so nobody either in the air or on the ground can interfere with the operations. The Tigers are coming in to offer close air support as the Lynx is going to come into the centre to deliver its payload. Und mit diesen Kampfflugzeugen in den Warteschleifen und den beiden Kampfhubschraubern im Einsatzgebiet ist jetzt genug Sicherheit hergestellt in der Einsatzzone, um Bodentruppen anzulanden. The two Tigers will take up positions to secure the area around the drop zone, where the Lynx is coming to the hover now. Und Sie sehen, die Lynx kommt jetzt in eine Schwebeposition. Es wird ein Seil herausgeworfen und es werden sich jetzt sofort
Das Spezialteam, das sogenannte Boarding Team, seilt sich aus der Lynx ab. As the Lynx come to a hover, fast roping down from the aircraft, a 5-man boarding team as they are known. They're going to establish a secure perimeter on the ground. Und zusätzlich zu dem Schutz in der Luft wird jetzt noch eine Schutzzone am Boden etabliert. Dafür ist das Boarding-Team zuständig, das jetzt am Boden Position bezieht, um eine sichere Landezone einzurichten. Das Ganze wird natürlich auch aus dem Sea-Lynx mit einem sogenannten Door-Gunner nochmal gesichert. While the Lynx is in the hover, of course, the door gunner in the Lynx is providing fire support to the troops on the ground. Now those troops are setting up a perimeter area, a safe area, for the next aircraft to land. Und diese Sicherheit wird hergestellt für die Anlandung einer CA-53, die jetzt von links einschwebt. In dieser CA-53 befindet sich ein Multifunktionsfahrzeug Typ Wolf mit einem sogenannten Forward Air Controller Team, also einem Team, das am Boden Ziele identifiziert und diese mit einem Laser an die Flugzeuge in der Luft zuweist. All the while, the Tigers maintaining their close air support, as in from the left to land comes the CH-53 heavy lift helicopter. He is going to be delivering a multi-purpose Willfire vehicle and a forward air controller team. You can see there one of the tornadoes made a low pass, what's known as a show of force. It's been discovered in recent conflicts that just the presence of combat aircraft is enough to keep the enemy heads down. Ja, und was wir hier jetzt ansehen an Anflügen von den Tornados und den Tigern, wird im Fachjargon Show of Force genannt. Das heißt, die pure Anwesenheit dieser Waffenplattformen in der Luft verhindert den Einsatz von gegnerischen Kräften oder verhindert, dass die gegnerischen Kräfte ihre Pläne umsetzen können. Und um ehrlich zu sein, meine Damen und Herren, mit so viel Firepower in der Luft würde ich meinen Kopf auch nicht aus dem Winkel strecken. Well, the CH-53 safely delivered his vehicle and the forward air controller team he's lifting off. Tremendous amount of firepower in the air above this area here, keeping the troops on the ground safe. Das Ziel zuerst die Position bezieht. Zu dem Boarding-Team, das vor uns in Grasstellung bezogen hat von der deutschen Marine. Diese Boarding-Teams sind mit diesem Hubschrauber Sea-Lynx zurzeit unter anderem auch am Horn von Afrika im Einsatz. Sie haben das in den Nachrichten gehört. Die Anti-Piraten-Einsätze, die dort unten von der deutschen Marine gefahren werden. Diese Teams werden bei jedem Wetter, bei Tag und Nacht, auf fremden Schiffen abgeseilt, genauso wie wir es gerade eben gesehen haben, und müssen dort überprüfen, ob diese Schiffe legale Fracht besitzen, ob es sich um Piraten handelt oder was der Fall ist. Under the air cover, the forward air controller team is setting up their equipment. They're also protected on the ground by the boarding team. If you wonder why they're called that, they've recently been operating off the Horn of Africa. They fast rope out of the Sea Lynxes down onto suspect ships to find out whether or not they're carrying pirates or weapons, and make sure that the ships mean no harm to any of the vessels in the area. Und Sie sehen, dass die Tornado-Flugzeuge jetzt deutlich steiler herunterstoßen. Das ist, wenn das Team mit der Zielzuweisung begonnen hat, am Boden mit einem Laser mögliche Ziele identifiziert. Die Besatzung an Bord der Tornado kann diese Laser wieder aufnehmen und dann auf dieses Ziel genau hinsteuern und genau dieses Ziel genau bekämpfen. Now you see that the forward air controllers have successfully set up their laser designator equipment. They are designating targets now for the tornadoes who are coming in for their low-level runs. Und nochmal, weil wir
es jetzt auch sehr schön sehen vor uns, die beiden Tiger des deutschen Heeres. Wir hatten das schon früher heute in der Vorführung gesehen, dieser Aufbau in der Mitte auf dem Hauptrotor, ein sehr prominentes Merkmal. Darin befinden sich verschiedene Ziel- und Visiereinrichtungen und an diesem Punkt am Hubschrauber hat man natürlich eine perfekte 360-Grad-Rundumsicht. Very important here, the reconnaissance capability, the mast mounted above the rotor of the Tiger with its 360-degree view. While the pilot is concentrating on flying the aircraft in a pattern around the troops on the ground, the gunner in the forward cockpit can use that equipment to scan the entire area. Müssen diese natürlich auch wieder abgeholt werden und dazu fliegt jetzt von links an eine C-160 Transall, ein Transportflugzeug der Bundeswehr. Und schauen Sie mal nach links auf den Anflug. Wir werden einen sogenannten Sarajevo-Approach sehen. Das heißt, die Transall bleibt sehr lange, sehr weit oben, um außerhalb der Reichweite von kleinen Waffen zu bleiben und wird dann ganz zum Schluss steil nach unten fliegen, um zu landen. Well, you can see the forward air controller team has done its job successfully. They now have to be recovered. Now coming in from the left, a C-160 Transall transport aircraft. He's going to be making a tactical approach known as a Sarajevo approach. He stays as high as possible for as long as possible and then makes this dive you see now straight towards the ground. By keeping high, he stays out of the range of ground fire for as long as he possibly can before he has to come into land. Wenn man sowas zum ersten Mal sieht, sieht es schon sehr ungewöhnlich aus. Ein so großes Flugzeug in einen so steilen Anflug. Aber das ist für die Bundeswehr, für die Piloten natürlich ein ganz normales Manöver, um die eigene Bedrohung zu minimieren. Now the aircraft safely on the ground, the two Tornadoes are making more show of force passes to keep the enemy forces in the area, keep their heads down. The two Tigers are prowling the area, looking for anybody who wants to interfere in this operation. And the Transall is coming to a very fast stop. Ja, und die Transall ist zum Stehen gekommen. Da kommt auch schon das Fahrzeug Wolf. Diese ganze Einladeoperation jetzt wird natürlich auch noch gesichert, immer noch von dem Boarding-Team am Boden, von den Hubschraubern, von den Tornados. Und wir sind jetzt in seiner sehr verletzbaren Phase der Operation mit diesem großen Flugzeug am Boden. Deshalb auch nochmal die beiden. Again, the Tornado is making another show of force pass. While the Wolf multi-purpose vehicle is loaded straight into the back of the Transall. The boarding team taking up a defensive position around the rear of the aircraft before they board the Transall to depart the area. All four Tornadoes, the pair of Typhoons and the Tigers all covering the region of the ground forces. Und das war jetzt wichtig mit 6 Kampfflugzeugen und 2 Kampfhubschraubern. Eine maximale Sicherung dieser Einladeoperation. Und die Bodentruppen sind bereits verladen. Die Luke hat sich schon zum Teil geschlossen an der Transall. Und im Einsatz würde die Transall jetzt natürlich
nicht sofort wieder starten. Aber wir sind hier auf der ILA, wir sind im Friedensflugbetrieb und unterliegen natürlich ganz normalen Regeln. Deshalb wird die Transall ein Stück zurückrollen und wird den Wolf noch ordentlich verzurren im Inneren, bevor sie starten dürfen. One thing we must explain, of course, in an operational theatre, the Wolf would have driven into the back of the Transall, the troops would have boarded and they would have gone, just like that. But there's a short pause, of course, because this is an exercise, this is a peacetime exercise, so consequently the Wolf vehicle has to be locked down tight in the back of the Transall, so it takes a little bit of time to do that. Und während das passiert, vielleicht noch einmal der Hinweis. Alle Luftfahrzeuge, die hier beteiligt sind, können Sie besuchen hier vorne im Bereich der Ausstellung der Bundeswehr. Schauen Sie sich die Luftfahrzeuge aus der Nähe an, sprechen Sie mit den Piloten dieser Luftfahrzeuge. Das ist wirklich sehr interessant und man bekommt diese Möglichkeit nicht sehr oft geboten. Ein Wort vielleicht auch noch zu einem Flugzeug, das wir gleich noch am Ende sehen, der Willfire-Übung, dem Airbus A310 in der Multi-Role Tanker Transport, hier als Tanker-Version. In der Ausstellung der Luftwaffe steht auch ein A310 und zwar in der Medivac-Version. Sie können dieses Flugzeug von innen besichtigen, hier von außen. Ich nenne das deshalb, weil ich heute Morgen in der Zeitung gelesen habe, hier, es wurde das fliegende Hospital getauft. Finde ich eigentlich sehr nett. As you can see, the two T-NATO IDS still maintaining their cover flying over the top of the area. The Tiger's moving into a position now to escort the takeoff of the C-160 to make sure nobody interferes with that or fires at that aircraft. And very shortly we'll be seeing how you support these kind of operations a long way from your home base. It needs a lot of support and a lot of fuel. That's provided by the Airbus A310 multi-role tanker transport. Not only a tanker aircraft and a transport aircraft, but also basically it can be used as a flying hospital. Very useful for aeromedical evacuation of any wounded personnel you have in theatre. Genau, und in dieser Version ist er hier zu besuchen. Und interessantes Detail, der Airbus, der hier steht von der Luftwaffe, ist wirklich in Bereitschaft. Es gibt ein weltweit umspannendes Netz aus Flugzeugen dieser Art, die für große Katastrophen, humanitäre Katastrophen, für alles andere in Bereitschaft stehen. Und der Airbus, den wir hier haben, der ist in einer 24-Stunden-Bereitschaft. So lange wird es natürlich dauern, alle Ärzte und Betreuer alles an Bord zu bekommen, um dann überall in der Welt einsetzbar zu sein. Indeed, the A310 MRTT gives the Luftwaffe the capability to respond worldwide to humanitarian crises, to floods, all kinds of disasters anywhere in the world, being able to take aid directly to where it's needed, anywhere on the planet. So, zurück zur Übung Willfire. Die beiden Kampfhubschrauber Tiger vom Heer haben jetzt rechts und links von der Transall der Luftwaffe Position bezogen und werden den Abflug der Luftwaffe aus nächster Nähe eskortieren, werden die Transall quasi im Start beschützen und im Abflug beschützen. And now, ladies and gentlemen, you're going to see an absolutely unique formation. I've never seen it before. C-160 Transall being escorted during its takeoff by a pair of the powerful Tiger helicopters. They'll be scanning the area on either side of the runway to make sure nobody tries to shoot at the vulnerable transport aircraft. Teile einer solchen Operation, deshalb besonderen Schutz und deshalb kommen auch noch die beiden Tornado hinterher in der gleichen Richtung, um diese Formation noch aus größeren Höhen aus der Luft zu schützen. The IDS Tornadoes making a last sweep of the area. Und da diese Operationen auch sehr weit weg von der Homebase am eigenen Flugplatz entfernt stattfinden, muss teilweise in der Luft betankt werden. Und wie das funktioniert, sehen wir jetzt links von dort im Anflug ein Airbus A310 mit 2 Eurofighter und 2 Tornado in den And ladies and gentlemen, now from the left, a fantastic and stirring sight.
The two Tornadoes taking up tanking positions behind the A310 MRTT, escorted by the two Typhoons. Und machen Sie Ihre Kameras bereit, das ist wirklich eine tolle Formation, sowas sieht man sehr, sehr selten. Ein Airbus A310 mit 2 Eurofighter und 2 Tornado in Formation. Das funktioniert das überhaupt? Das ist eigentlich ganz schlau gesehen. Die Übung Willfire 2014 kommt damit zum Ende. Meine Damen und Herren, das waren unsere Frauen und Männer der Bundeswehr, unsere Bundeswehr. Besuchen Sie sie in der Ausstellung im Bereich der deutschen Bundeswehr. Eine sehr beeindruckende Vorführung, wie ich finde. Vielen Dank dafür. Well, ladies and gentlemen, a stirring sight of the